Der eisige Wind pfiff durch die zerklüftete Landschaft und peitschte Schneeflocken gegen die Gesichter von Lars und Anna. Die beiden Polarforscher waren auf dem Rückweg von ihrer Forschungsstation, ihre Gesichter gerötet von der Kälte und ihren Augen voller Müdigkeit. Doch plötzlich stockte ihnen der Atem. Ein erschreckender Anblick breitete sich vor ihnen aus. Eine junge Eisbärin, ihr weißes Fell vom Schnee ununterscheidbar, lag hilflos auf dem Boden, ihr Bein in einer schweren Stahlfalle gefangen. Ihr Junges, nicht größer als ein Schäferhund, schrie verzweifelt und zerrte an seiner Mutter, versuchte sie mit aller Kraft zu befreien. Lars und Anna waren gefasst. Sie hatten schon unzählige Male Eisbären in der Wildnis beobachtet, ihre Stärke und ihr Jagdinstinkt waren ihnen vertraut. Sie hätten einfach weitergehen, die Tiere ihrem Schicksal überlassen können. Doch der Anblick des kleinen, hilflosen Eisbärenjungen, der seine Mutter so verzweifelt anflehte, rührte sie tief. Sie beschlossen, zu helfen. Zuerst warteten sie, bis die Mutter, ihre Augen voller Angst und Schmerz, sich in sicherer Entfernung von der Falle bewegte. Dann näherten sie sich vorsichtig dem Jungen. Der kleine Eisbär war in Panik. Sein Fell sträubte sich, er schlug mit seinen kleinen Tatzen um sich und biss wild nach den Forschern, glaubte, sie wollten ihm wehtun. Seine Mutter bewegte sich unruhig in der Ferne, ihr Instinkt schrie nach ihrem Jungen, gleichzeitig fürchtete sie um das Leben ihrer anderen Jungen. Lars versuchte, das Tier zu beruhigen, seine Stimme leise und beruhigend. Anna holte ihre Ausrüstung hervor und versuchte vorsichtig, die Falle zu öffnen. Es war ein riskantes Unterfangen, die Falle war stark und der Eisbär kämpfte mit aller Kraft. Die beiden Forschern waren sich ihrer Gefahr bewusst, denn ein Biss dieses Jungtiers hätte schlimme Folgen haben können. Schließlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, gelang es ihnen, die Falle zu öffnen. Das junge Tier war frei, sein Bein war verletzt, doch es schien unversehrt. Mit einem Schrei der Erleichterung stürzte es sich auf seine Mutter, die es liebevoll in ihre Arme nahm. Lars und Anna beobachteten die Szene, ihr Herz gefüllt mit einem Gefühl der Erleichterung und Freude. Sie hatten das Leben des kleinen Eisbären gerettet, und der Dank in den Augen der Mutter war unmissverständlich. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.